Hey Leute, wir befinden uns hier am höchsten Punkt Belgiens, genauer gesagt auf dem Stoneman Track Arduena. Wenn ihr wissen wollt, wie wir von Bike24 auf einer Silbertour das größte Hochmoor Europas spüren und die Mystik der idyllischen Landschaft erkunden, dann bleibt jetzt dran und erlebt mit uns den Perfect Day Stoneman Arduena. Die Bike24 Summer Tour hat uns diesmal nach Belgien verschlagen. Wir sind hier im beschaulichen Ort St. Vith, noch recht verschlafen hier am frühen Morgen um 7 Uhr. Und ich bin hier in Begleitung von niemand anderem als Roland Stauder selbst, dem Begründer des Stonemans, und unserem Brand Ambassador Tobias Woggon, den Mountainbike-Reiseprofi, würde ich ihn mal nennen. Und ja, wir begeben uns jetzt hier ins Stoneman Arduena Abenteuer, haben also einiges vor uns, aber als erstes holen wir uns mal unsere Starterpakete. Ach, da sind sie ja schon. Ah, super. Sehr gut. So, was haben wir denn hier? Was erwartet uns denn eigentlich, Roland? Ja, Strecke 176 Kilometer bei fast 4000 Höhenmeter, 3900 genau. Ja, das ist ordentlich. Wetter sehr durchwachsen, Regen, aber auch Sonnenschein. Ja. Und was haben wir hier jetzt drin? Startpaket ganz wichtig, die Starterkarte, gell, alle mitnehmen. Ja. Da gehen wir dann von Checkpoint zu Checkpoint, beziehungsweise fahren von Checkpoint zu Checkpoint. 8 Checkpoints sind es, ne? Ja. Genau, Ja. genau. Dann die Radflasche, dann ein Multifunktionstuch und das Silikonband. Und die Karte, ganz Karte wichtig. ganz wichtig und genau, noch ein paar Giveaways sind noch mit dabei. Super, dann auf geht's, oder? So, erster Checkpoint. So, da haben wir schon ein bisschen was erlebt. Bisschen was war dabei. Was war dein Highlight? Vor allem der letzte Trail, Ja. der war echt cool. Aber durch den Regen letzte Nacht ist es echt ganz schön rutschig. Ja. So die Wurzeln und ja. wenn es so eng ist. Aber ich fand's cool, mega eng. Bei dir hat auf jeden Fall den Vorteil gesehen. Ne, du bist nicht so dreckig, durch den Schutzblech vorne. Ich bin schon ein bisschen eingesaut. Aber so muss das. Ja, wo hast du mich denn hier reingeführt? Das Coole ist ja, wenn man hier in der Natur unterwegs ist, dass man auch einfach mal links und rechts von den Trails schauen muss. Weil gerade zu der Jahreszeit findet man halt unglaublich viel Blaubeeren, Himbeeren. Und wenn man die von relativ weit oben wegnimmt, dann sind die auch recht Lecker. recht lecker und gesund. Ja. So Tobi, sag doch mal, die Leute fragen sich ja immer, was brauchen wir jetzt für ein Fahrrad für den Stoneman? Ja, das gleiche habe ich mich tatsächlich auch gefragt und habe mein ganz normales Rad eigentlich noch mal ein bisschen umgebaut und noch mal ein bisschen getuned für den Stoneman. Man braucht schon irgendwie ein Rad, mit dem man halt gut bergunter fahren kann. Trotzdem muss man natürlich auch einiges an Strecke machen. Also teilweise, je nachdem wie man die fährt, hat man ja über 100 Kilometer am Tag. Also deshalb leicht rollende Reifen. Aber vor allen Dingen, wenn man halt lange unterwegs ist, ist man irgendwann ein bisschen fertig, sieht vielleicht nicht mehr jeden Stein, jede Wurzel. Deshalb empfehle ich oder habe ich mein Rad umgebaut auf sehr leicht rollende Reifen, die aber mit Tubeless montiert sind, also die halt einfach ein bisschen mehr aushalten. Also schon robust, nicht ganz so breit, aber profiliert. Also so ein leichtes Down-Country-Rad ist eigentlich das Perfekte für einen Stoneman, da kommt man super überall hin. Und cool ist, wenn das Rad vielleicht sogar noch 2 Trinkflaschen Aufnahmen hat, weil dann... Oder ja, Trinkflaschenrucksack, ne? Das geht genau. auch. Dann hat man halt einfach nicht so viel Gewicht am Rücken. Was würdest du noch sagen, so Federung, Bremsen, was wäre noch dir wichtig? Ja, Federung so irgendwas zwischen 100 und 120 mm. Es empfiehlt sich, wenn man halt den Dämpfer vielleicht locken kann, weil es geht ja immer wieder entweder hoch oder runter. Und dass man da halt einfach ein bisschen besser unterwegs ist, ist das wirklich ganz, ganz hilfreich für den Trail hier. Muss es ein Fully sein? Es muss nicht unbedingt ein Fully sein, aber es ist schon so, dass es natürlich sehr entspannt, wenn man gerade auf diesen längeren, wurzeligen Trails ein bisschen mehr Federung am Hinterrad hat. Das ist schon entspannter. Wir haben ja auch gestern vom Roland die Info gekriegt, dass der Stoneman Arduena tatsächlich der trailigste Stoneman von allen ist.
Und von daher war es überraschend viel, ne, dass es auch mal ein paar Wurzeln, Drops und sowas alles gab. Auf alle Fälle. Ja. Deshalb ist das auch der Sommer, wo man das trailigste Bike braucht. Ja. Und ja. Vielleicht dafür nochmal das für dich wichtige Feature, Sattelstütze. Natürlich, klar, wenn man hier unterwegs ist, geht berghoch, bergunter auf Trails, dann ist eine versenkbare Sattelstütze, die ich einfach so vom Lenker bedienen kann, eigentlich ja fast schon, würde ich sagen, ein Muss. Und auf jeden Fall angenehm. Macht hier sehr, sehr viel aus. Ja. Ja, besten Dank dir. Fahren wir weiter, oder? Auf alle Fälle, jetzt geht's los. Hier ist ja jetzt auch extrem schön, also jetzt hier die Trails, die hier reinkommen. Wie ist denn so der Schwierigkeitsgrad, was uns jetzt noch erwartet? Ist es so vergleichbar mit dem, was wir hier haben, oder wird es schwieriger? Na, das ist eben ein wunderschönes Teilstück eben mit so einem Felsen. Mir gefällt das immer recht gut. Sehr glitschiger Trail bergab, also da muss man schon aufpassen. Ja. Aber natürlich, das gehört eindeutig dazu zum Stoneman. Aber so schwierig wie es jetzt ist, wird es danach eigentlich nicht mehr. Dann öffnet sich das wieder, dann kommt man ein bisschen in die Weite und dann schon auf den hohen Fenn hoch. Dann ändert sich es wieder, aber genau das macht es ja aus. So, auf sowas sollte man immer vorbereitet sein. Wir sind jetzt hier in den Regenschauer gekommen. Das heißt, nächste Bekleidungsschicht dran. Regenjacke, Regenhose, wasserdichte Socken. Wir werden uns jetzt davor schützen. Wir müssen ja noch ein bisschen weiter. Seid ihr ready? So, pünktlich zu unserem Zivilisationswiedereintritt kommt die Sonne raus. Ich bin stadtfein. Wo sind wir denn hier? Wir sind jetzt in Malmedy, einer der größeren Städte in den Ardennen. Und wir haben jetzt kilometermäßig schon die Hälfte unserer heutigen Tour geschafft. Aber auch nur kilometermäßig? Nur kilometermäßig, weil hier geht es richtig berghoch aufs hohe Fenn. Ja. Und damit wir das dann schaffen, gehen wir jetzt erstmal eine vernünftige Pommes essen. Fritten in Belgien müssen sein. Definitiv. Da drüben ist allerdings auch der Checkpoint, den nehmen wir vielleicht erst noch mit und dann machen wir es uns gemütlich. Ah, guck, da ist die Stempelstation, die beiden haben es schon gefunden. Habt ihr das schon abgestempelt? Endlich Stärkung, ne? Ja, das hat es gebraucht. Ja, guten Appetit. Mahlzeit. Frisch gestärkt? Los. Dann geht's weiter, oder? Ja. Auf zu den Rädern. Roland, wir sind ja jetzt hier am Hohen Fenn, dem höchsten Punkt der ganzen Strecke. Vielleicht ist das mal der Moment, wo du noch mal sagen kannst, wie das überhaupt zustande gekommen ist mit dem Stoneman, was der Stoneman überhaupt ist, für diejenigen, die es vielleicht noch gar nicht gehört haben vom Konzept und wie man das angehen kann. Gerne. Ja, Stoneman, ich habe mir gedacht, einfach eine Strecke zu markieren, permanent zu markieren, mit einer gewissen Länge, was man dann in 1, 2 oder 3 Tagen fahren kann. Und das bedeutet auch, dass es für eine ganz große Zielgruppe gedacht ist. Und das hier habe ich gesehen, das ist ja die Trophäe, ne? Ja, genau, das ist die Trophäe von Stoneman. Man kann es gut erkennen, ein Goldstein, ein Silberstein, ein Bronzestein. Ja. Gold bedeutet, wenn man die ganze Strecke an einem Tag macht, Silber 2 Tage und Bronze 3 Tage. Ja. Und schön ist, man kann die Steine übereinander stapeln und deswegen auch Stoneman, Stoneman Trophäe. Wenn man dann eben den Stoneman Arduino öfters fährt, kann man eben Stein für Stein draufstellen. Genau, das ist ja nicht nur der Arduino, es gibt ja auch noch verschiedene Länder, ne, in denen das auch etabliert ist schon. Genau, ich habe bei mir zu Hause in Südtirol quasi in Italien begonnen. Ja. Und mittlerweile gibt es 5 Stoneman Trails eben. Und so, glaube ich, ist jetzt ein tolles Netzwerk. Dann eben kommen wir von Italien hierher und dann gehen wir nach Deutschland, Schweiz, Österreich. Ja. Und auch da gibt es dann überall Steine aus der Region, die man dann auf eine Trophäe aufbauen kann. Wir müssen noch ein bisschen weiter für heute. Ja, wir stehen jetzt ja dran.
21,5. Ja, es ist nicht mehr so weit, aber eigentlich recht schön jetzt. Ja. Wir werden jetzt bei der Brauerei einkehren und jetzt gehen wir zum Bier und lassen es ausklingen. Ah, sieht schön aus hier. Ja, das ist jetzt der hohe Fenn. Okay. Wir haben es geschafft. Haben wir es geschafft. Hey, Tagesetappe, Wittgenbach, hau rein. Ne? Super. Sehr gut. Ich habe gerade mal geschaut, 2028 Höhenmeter und 77 Kilometer. Also ich bin erschöpft, dreckig, aber ich bin auch super happy. Sehr hart, gell, mit dem schlammigen Untergrund macht das schon sehr schwer. Wir hatten jetzt auch echt alles dabei, ne? Von Starkregen zu Sonnenschein zu bewölkt. Ja. Jetzt wird es langsam ein bisschen schummriger. Morgen geht's weiter. So, der zweite Tag startet von Wittgenbach. Wir hatten schon ein bisschen Startprobleme mit dem Wetter, aber jetzt klart es auf, wir können loslegen. Wir haben ein bisschen über 100 Kilometer, nicht ganz so viele Höhenmeter, also ein bisschen unter 2000 noch vor uns. Der Tag ist lang, also jetzt klart es auf, also regnet soll es auch nicht mehr. Ja. Hoffen wir, dass wir Glück haben. Heute haben wir ein paar Gäste dabei. Was sind die Highlights, die uns heute erwarten? Ja, es gibt wieder viele Highlights. Es wird sich ein bisschen ändern, nicht mehr ganz so ruppig wie gestern. Ja. Mehr Ausblick. Dann Burgkeuland ganz schön, dann eben Dreiländereck mit Deutschland, Luxemburg und Belgien. Doch, da kommt einiges dabei. Okay, na dann machen wir mal los. Auf geht's. Starten wir. Nachdem wir jetzt hier auf dem südlichsten Abschnitt unserer Route durchs Dreiländereck Deutschland, Luxemburg und Belgien wieder langsam Richtung unserem Finisher-Ort kommen, haben wir noch mal ein echtes Highlight. Wo sind wir denn hier? Das ist hier Burgkeuland, ungefähr 1000 Jahre her, dass das gebaut worden ist. Aber immer wieder auch schön, so kulturelle Geschichten miterleben zu lassen. Ich bin ziemlich platt jetzt, es geht dem Ende zu. Es ist nicht mehr weit. Aber da so einen kleinen Zwischenstopp machen tut dann noch mal gut, bevor es dann weitergeht. Genau, jetzt nur noch die letzten paar Kilometer bis St. Vith. Dann haben wir es geschafft. Jetzt hier zum Ende. Kriegen wir noch mal Klärchen. Nice! Wir haben es gepackt. Sehr gut. Eingehauen, stark. Oh, die Beine sind schwer. So, wir haben es geschafft. 179 Kilometer, knapp 4000 Höhenmeter. Ich kann gar nicht mehr richtig reden. Es war echt anstrengend. Jetzt sind wir wieder an dem Startpunkt, wo wir vorher waren. Da gehen wir jetzt gleich rein, holen unsere wohlverdiente Trophäe.
Und dann gibt es wahrscheinlich ein kleines Kaltgetränk. Bis gleich. War eine Hammerrunde, oder? Ja, genial. Ja. Wunderschön. Was war dein Highlight? Highlight würde ich sagen, kein spezielles, aber generell die ganzen Trails, die ganzen flöhigen Trails auf der Strecke. Ich glaube, das ist auf keinen anderen Stoneman Trail so viel Trails. Immer wieder schön. Bei dir aus, kannst du auch einen Höhepunkt für dich festlegen? Ja, bei mir waren es natürlich auch die Trails, aber vor allen Dingen war es die tolle Natur, die ich so nicht erwartet habe. Hohe Fennen und alles, also mega, mega schön und echt beeindruckend. Wahnsinnig weites Land. Ja. Voll. Ja, für mich war es eher so das Gefühl danach, irgendwie so diese Challenge geschafft zu haben. Aber klar, bei den Trails schließe ich mich natürlich völlig mit an. Das war das Ende unserer Tour und das ist auch damit das Ende unseres Videos. Wenn euch das inspiriert hat, dann folgt uns gerne hier auf YouTube, lasst uns Kommentare da, ob euch das vielleicht inspiriert hat oder motiviert hat, selbst mal auf den Stoneman Aduana zu gehen oder auf einen der anderen Stonemans. Und ja, das war unser Perfect Day Stoneman Aduana. Wir sehen uns beim nächsten Mal.